Ich frage einfach mal heute hier in der deutschen Hauptstadt der Finanzen Frankfurt ein paar Menschen zum Thema Trading-Apps und was sie eigentlich davon halten. Hast du denn Trading-Apps? Ja, Trade Republic habe ich. Ich nutze aber noch meine Hausbank zusätzlich. Ich habe die Comdirect und Bitpanda. Ich würde keine finanziellen Dinge übers Handy abwickeln. Zu unsicher? Zu unsicher, absolut zu unsicher. Ich kenne mich da halt null mit aus, deswegen, also ich muss einfach mal anfangen. Und wieso investieren Sie so Ihr Geld über eine Trading-App? Also wieso? Weil ich nicht immer Lust habe, auf eine Bank zu gehen und mit einem Bankberater zu reden, der mir dann irgendwelche Sachen verkauft, wo ich mir dann denke, da kriegt er bloß Provision davon und er hat den Gewinn und ich habe aber das volle Risiko. Und das ist halt, wenn ich das Risiko schon habe, dann brauche ich nicht noch jemanden, der mich dann berät. Trading-Apps gibt es von Banken, Online-Banken und von Neobrokern. Kunden können dort die verschiedensten Produkte handeln, aber ob alle davon sinnvoll sind, das ist die andere Frage. Das Spannende dabei, oft kann man schon selbst mit nur einem einzigen Euro anfangen. Um mir zusätzlich noch eine wissenschaftliche Meinung zu den Vor- und Nachteilen von Trading-Apps einzuholen, treffe ich mich mit Finanzexperte Michael Grote von der Frankfurt School of Finance. Ich glaube, das Erste ist wirklich dieser einfache Umgang. Und das Zweite ist, dass sie deutlich billiger sind als der gleiche Aktienkauf bei einer traditionellen Bank und manchmal auch noch billiger als bei Online-Brokern. Welche Nachteile würden Neobroker dann eigentlich auch mit sich bringen für Privatanleger? Im Grunde genommen ist Aktienanlage ein sehr langweiliges Geschäft. Und wenn ich also versuche, die Leute zu viel Handel zu bewegen, um möglichst oft rein und raus zu gehen, das verschlechtert in aller Regel die Rendite, die ich daraus ziehen kann insgesamt. Ist aber gut für die Neobroker. Neobroker, aber auch etablierte Banken können also von dem Boom um Trading-Apps profitieren, vor allem dann, wenn sie viele Menschen durch niedrige Gebühren anlocken. Unterschiedliche Nutzer haben bei den Angeboten der Trading-Apps aber auch unterschiedliche Bedürfnisse. Die Trading-Apps, die nutze ich ja im Grunde nur, um wie in die Spielbank zu gehen, ja? Geld draufzusetzen, dass man eben auch verlieren kann. In was investierst du da so? Ich habe da tatsächlich in Kryptowährungen investiert. Okay. Und wie bist du auf die Kryptowährung gekommen? Das war in der Corona-Zeit. Hatte man Da Zeit, hat jeder dann, ja genau, da wurde ich sehr viel beeinflusst auf Instagram vor allem, weil da ziemlich viele in Kryptos investiert hatten. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das auch mal aus. Ja, da lief es auch noch gut, aber jetzt sieht mein Portfolio leider nicht mehr so gut aus. Ich habe da ETFs, normale Aktien, Zertifikate. Ich glaube, da kommt immer mehr dazu. Ich bin so ein bisschen so ein alter Mann, der auch wissen möchte, wo seine Bank auch ist. Und bei den Trading-Apps habe ich ja Hausbanken, die irgendwo liegen. Und dem vertraue ich dann doch nicht so ganz richtig. Da ist nur Geld drauf, was ich auch verlieren kann zur größten Not. Laut wissenschaftlichen Studien animieren Trading-Apps durch ihre spielerische Aufmachung öfter zu kaufen und zu verkaufen. Das wirkt sich dann oft negativ auf die Renditen aus, während die Broker verdienen. Problem für diese Neobroker ist nur, ab 2026 ist in der Europäischen Union das sogenannte Payment for Order Flow verboten. Was das genau ist, so funktioniert's. Wenn man über eine Trading-App bei einem Neobroker handeln möchte, dann leitet der Broker diesen Auftrag an einen Partnerhandelsplatz weiter. Der Handelsplatz kann mit einem festen Volumen an Aufträgen planen und der Broker bekommt dafür eine kleine Gebühr und kann auch dadurch seine Leistungen günstiger als die Konkurrenz anbieten. Jetzt ist ja dieses Geschäftsmodell, was man auch gemeinläufig als Payment for Order Flow bezeichnet, von der EU ab 2026 verboten worden. Was hat das für Auswirkungen auf diese ganzen Trading-Apps und Neobroker? Also zunächst mal finde ich das erstmal eine gute Sache, weil es vorher intransparent war, diese Kosten. Und niemand hat gerne Kosten, von denen er nichts weiß. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ja, ich glaube schon, dass es für private Anleger, die sehr kleine Aufträge haben und nur in kleinem Rahmen an der Börse was kaufen, da könnte es teurer werden. Nie gab es in Deutschland mehr Aktiensparer als aktuell. Mittlerweile ist jeder Fünfte am Aktienmarkt engagiert, also rund 18,3% der Bevölkerung ab 14 Jahren. Würden Sie dann trotzdem immer noch weiterhin bei Trading-Apps investieren? Naja, grundsätzlich ja. Es kommt halt darauf an, ob es dann bei der Bank wird es dann dadurch wahrscheinlich auch nicht billiger werden. Also insofern, ja. Gerade heutzutage, weil man sagt, irgendwie die Rente ist unsicher und junge Leute sollen irgendwie in Aktien investieren, um sich ein Kapital aufzubauen und dann natürlich jedes Mal irgendwie über den Tisch gezogen werden von der Hausbank. Und jetzt gibt es irgendwie Alternativen, die einigermaßen einfach zu bedienen sind, günstig sind, dann wird sowas halt gleich wieder einkassiert. Ist ein bisschen schade, ja. Ich würde das weiterhin so machen wie jetzt. Ich würde vielleicht allerdings weniger traden.
Das heißt mehr sichere Produkte und nicht weniger oft, weil es ist ja auch häufig linke Tasche, rechte Tasche, hin und her, Geld ist weg. Man kann also sagen, dass Trading-Apps viele Vorteile mit sich bringen, vor allem für gewissenhafte Nutzer. Auf der anderen Seite allerdings auch einige Nachteile haben, gerade für diejenigen, bei denen ein zu großes Produktangebot und die ständige Verfügbarkeit dazu führt, dass sie zu oft handeln. Das für 2026 beschlossene Payment-for-Order-Flow-Verbot wird höchstwahrscheinlich auf die meisten Neo-Broker und Trading-Apps keine allzu signifikant negativen Auswirkungen haben.